guck mal hier, das ist der Mecha Comet. Ein zuckersüßes Linux-Handheld mit Open-Source-Hardware und sehr solider Technik. Und das ist auch direkt mein bisheriges Lieblingsgadget der CES 2025, obwohl die Tech-Messe gerade erst angefangen hat. Ich habe das Ding für euch in Vegas ausprobiert und obendrein habe ich natürlich auch noch ganz viele andere seltsame und manchmal sogar praktische Gadgets entdeckt. Die seht ihr alle gleich hier im Video. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Im Ausland will man mobiles Internet haben, wie ich hier zum Beispiel in Las Vegas. Und früher musste man dafür umständlich mit SIM-Karten herumhantieren und oft ewig in Geschäften anstehen und so. Und jetzt geht das viel einfacher per App und eSIM, wie bei unserem Sponsor Saily. Da kann man einfach vor der Abreise in der App ein Datenpaket für 180 Länder und 8 Regionen kaufen, dann die eSIM herunterladen und aktivieren und dann am Reiseziel angekommen, hat man sofort Internet. Ja, ich habe das ausprobiert hier in Las Vegas und das hat alles wirklich problemlos funktioniert. Ja, also Saily wurde jetzt direkt aktiviert, direkt nach der Landung. 5G habe ich schon mal, ja, und ja, funktioniert. Schönes, schnelles Internet, direkt nach der Landung, nice. Wenn ihr Saily auch mal ausprobieren wollt, kriegt ihr mit dem Code CT3003 15% Rabatt aufs Datenpaket. Das Ganze geht über den Link saily.com/CT3003. Werbung Ende. Ja, los geht's mit Gadget Nummer 1, Mecha Comet. Ja, guck mal, das sieht doch wirklich nice aus, das Ding, oder? Erinnert mich an das KI-Maschinchen Rabbit R1, aber der Mecha Comet kann deutlich mehr. Da läuft nämlich einfach ein voll zugängliches Linux auf Debian-Basis drauf. Die Mecha-Leute haben da dann eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne UI drauf gebastelt in Rust. Die heißt Mechanics OS, weil Standarddistributionen sind ja nun nicht unbedingt auf Hardware in diesem Formfaktor ausgelegt. Ein Mecha-Entwickler hat mir allerdings erzählt, dass sie neulich mal ausprobiert haben, Kali Linux einfach out of the box zu installieren. Und das hat laut seiner Aussage auf Anhieb funktioniert. Aber ist halt nicht gut bedienbar auf so einem 3,4 Zoll LC Touchscreen Display mit 480 x 480 Pixeln. Und wo wir schon bei den Specs sind, das Teil rechnet mit einem NXP IMX Mini. Da stecken 4 ARM Cortex A53 Kerne drin, die mit 1,8 GHz getaktet sind. Dazu gibt es 4 GB RAM und 32 GB Flash. Außerdem sind natürlich WLAN und Bluetooth und ein eingebautes Soundsystem da drin. Es gibt 2 USB Typ A Buchsen und eine mit Ethernet. Der Akku hat eine Kapazität von 3000 mAh. Die beiden interessantesten Sachen sind aber einmal der eingebaute M2-Slot, der mit PCI Express 2.0 angebunden ist. Der nimmt nämlich entweder eine SSD auf oder halt andere M2-Steckkarten wie KI-Beschleuniger, ist ja auch schon dafür. Und dann noch richtig cool das Pogo-Pin-Interface hier unten. Da kann man dann so Zusatzmodule dran klicken, das geht rucki-zucki magnetisch. Zum Beispiel ein Game-Controller, eine Tastatur und eins mit GPIO-Pins. Und das Teil ist kompatibel zu Raspberry Pi Heads und von diesen Heads, also Add-ons, gibt es ja inzwischen hunderte. Unter anderem zum Beispiel für Mobilfunk, damit kann man dann aus dem Comet ein Smartphone bauen zum Beispiel. Hard- und Software sind Open Source, Geld verdienen will das Team ausschließlich mit dem Verkauf von Hardware. Ja, also ich finde das Teil wirklich richtig super, weil das halt einfach super flexibel ist, weil man damit basteln kann, weil man da viele Sachen mitmachen kann. Also zum Beispiel eine mobile Spielkonsole natürlich, einen KI-Assistenten wie den Rabbit R1, aber halt in Open Source. Man kann so Funkkram mit SDR machen, Autokram im CAN oder OBD-Port. Da geht halt wirklich einiges, was man so mit so einem Linux-Computerchen machen kann. Ich hoffe wirklich stark, dass sich das Ding wirklich materialisiert und keine heiße Luft bleibt. Ich bin aber sehr zuversichtlich, weil ich den Comet hier auf der CES ja in der Hand hatte und das Ding schon wirklich einen sehr fertigen Eindruck gemacht hat. Nur die Erweiterungsmodule hier, das waren noch Mockups, die konnte ich noch nicht ausprobieren. Noch in diesem Quartal soll die Kickstarter-Kampagne für den Mecha Comet starten. Preislich geht das dann bei $160 los. Wann genau dann die ersten Geräte ausgeliefert werden, ist bislang noch unklar. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und versuchen das Gerät so schnell wie möglich hier bei CT3003 zu testen. Gadget Nummer 2, Kirin Electric Salt Spoon. Ja gut, das Ding hier bekommt von mir auf jeden Fall den Titel für das bislang weirdeste CES-Gadget, entwickelt vom japanischen Kirin-Konzern. Ihr kennt vielleicht das Bier von denen. Soll dieser Löffel mit ein wenig Strom Essen salziger wirken lassen. Und ja, der hohe Salzkonsum ist ja auf der ganzen Welt ein Gesundheitsproblem. Und mit diesem Löffel kann man also theoretisch weniger Salz benutzen, ohne dass das Essen weniger salzig schmeckt. Falls ihr euch mit den wissenschaftlichen Details auseinandersetzen wollt, in der Beschreibung gibt es einen Link. Die Forscherinnen und Forscher, die die Technik
Technik entwickelt haben, bekamen übrigens 2023 den humorigen IG-Nobelpreis für die Erfindung. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, funktioniert das denn? Ja, ich habe das auf der CES ausprobiert, also vorher einen Löffel Miso-Suppe mit ausgeschaltetem Löffel gegessen und dann noch ein paar Mal mit elektrischem Salz und ja, einmal habe ich mir eingebildet, dass das wirklich salziger schmeckt, aber dann auch wieder nicht. Und ich fand vor allem auf der höchsten von 4 Stufen das leichte Bitzeln auf der Zunge unangenehm. Der Löffel ist bereits in Japan für umgerechnet 120 € erhältlich. Ob der auch nach Europa kommt, das ist bislang noch unklar. Gadget Nummer 3, E-Bike Akku-Diebstahlschutz von Bosch. Wusstet ihr, dass E-Bike Akkuklau ein großes Problem ist? Also ich bislang nicht, aber ist irgendwie logisch, weil der Akku ist meist die teuerste Komponente von so einem E-Bike und deshalb hat Bosch nun Battery Lock entwickelt, quasi eine Akku-Verschlüsselung. Nur wenn die digitalen Schlüssel von Akku, Motor und App bzw. Hardware-Display zusammenpassen, aktiviert sich das E-Bike. Ja, und wenn man dann einen geklauten Akku in ein anderes E-Bike reinsteckt, dann merkt das Bosch-System, aha, das ist geklaut und sperrt dann nicht nur den Akku, sondern das ganze Fahrrad. Ganz clever eigentlich und schön auch, dass die Funktion, die im Sommer freigeschaltet werden soll, mit allen E-Bikes kompatibel ist, die ein Bosch Smart-System ab Modelljahr 2021 eingebaut haben. Unschön allerdings, für die Battery Lock Funktion braucht man ein sogenanntes Flow Plus Abo, das 4,99 € im Monat kostet oder 39,99 € im Jahr. Also Abo, nerv. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch 12.100.000 andere Gadgets, zum Beispiel den Flow Beams Bowljet. Das ist eine Spritze ohne Nadel. Die niederländische Erfindung ermöglicht minimalinvasive intradermale Injektionen oder schöner gesagt Impfen oder Insulin ohne Aua. Statt einer Nadel kommt hier so ein Laserstrahl zum Einsatz. Oder hier der Antidyslexie-Monitor des französischen Startups Lilly for Life. Die verkaufen bereits die Lilly Lamp und beides basiert auf der gleichen Technik. Die Firma behauptet, dass Dyslektiker, also Menschen mit Leseschwäche, oft 2 dominante Augen haben und das dann für überlappende Bilder beim Lesen sorgt. Gepulstes Licht soll dafür Abhilfe sorgen. Ich sag mal, meine neurologische Expertise ist eher so halb gut, deshalb traue ich mir da keine fundierte Einschätzung zu. Ist auf jeden Fall interessant. Interessant auch der Multitasking-Roboter SwitchBot K20 Plus Pro. Der kann nicht nur saugen, sondern dient auch als fahrbarer Tisch oder fahrbare Kamera und das Ding soll die unterschiedlichen Module selbstständig hin und her fahren. Auch schön das Mixed Reality Make-up Studio von Kose aus Japan. Mit dem Projection Mapping kann man sehen, wie Make-up auf dem eigenen Gesicht aussieht. Das Ganze funktioniert einigermaßen real-time, das System reagiert also auch auf Mimikveränderungen. Hat gut funktioniert, finde ich. oder was sagt ihr? Fürs Gesichtstracking wird eine Infrarotkamera eingesetzt, das Make-up macht dann ein Projektor drauf. Puh ja, und dann gab es noch eine seitenlose, smarte Gitarre, also die Leiber Live C1, die aber leider zumindest für meine Ohren wirklich ziemlich schrecklich geklungen hat und die auch für mein Empfinden mit $500 fies teuer ist, weiß ich nicht. Genauso wie diese Basketball-Ballmaschine, die einem so wie eine Ballmaschine beim Tennis im Training den Ball so zurückwerfen soll. Über $1.000 soll das Teil kosten, jo. Ja, also dann doch lieber so ein Mental Health Kuschelroboter, von denen es eine Menge auf der CES zu sehen gibt. Besonders putzig fand ich die Mirumi von Yukai Engineering. Gibt es allerdings noch nicht zu kaufen. Die Crowdfunding-Kampagne startet im Herbst 2025. Ja, und ich gehe dann jetzt mal wieder auf die Messe. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Gadgets ihr besonders interessant findet. Das hilft uns für künftige Videos. Und wenn ihr den Channel abonniert, ja, das hilft uns natürlich auch. Tschüss.